Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Plan mit Chris. Heute dreht sich alles rund um das Thema Symbole einfügen, Geräte einfügen. Wo bekomme ich eigentlich meine Geräte her, wenn ich noch ganz am Anfang stehe? Und welche Möglichkeiten habe ich, die Nummerierungen in E-Plan anzupassen? Wenn dich also interessiert, wo du diese Symbole herbekommst, wie du sie einfügst, von wo du dann auch Geräte für deinen Schaltplan bekommst und wie du das Nummerierungsschema umstellen kannst, damit es für dich und deine Anforderungen genau passt, dann bleib dran, denn genau das zeige ich dir jetzt. Für alle, die mit den neueren Versionen arbeiten, gibt es das Einfügezentrum. Dieses findet ihr rechts außen. Standardmäßig ist es aktiviert und hier angepinnt. Da ich aber den Platz meistens zum Zeichnen benötige, löse ich den Pin, damit es seitlich weggeklappt werden kann. Für unsere Anwendung hier pinnen wir das Ganze wieder an. Wenn wir dann auf den Home-Button klicken, wechseln wir in die Grundansicht, wie das Einfügezentrum bei jedem von euch aussehen sollte. Hier gibt es dann einen Punkt der zuletzt verwendeten Geräte oder Symbole bzw. Makros, eine Anzeige aller Makros oder Geräte, die ihr mit euren Favoriten Stern versehen habt. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, Tags bei euren Makros oder bei euren Geräten zu hinterlegen, damit ihr diese leichter findet. Und dann kommen wir zu den Kategorien, die es eigentlich grundsätzlich schon immer gegeben hat. Nämlich das Symbol einfügen, Gerät einfügen und Fenster- und Symbolmakros. Wenn man also ein Symbol einfügen will, kann man das in den neueren Versionen so machen, dass man hier im Einfügezentrum auf Symbole klickt. Dann seht ihr schon, dass es eine Vielzahl an verschiedenen Symbolausführungen gibt. Diese Symbolausführungen sind eure Symbolbibliotheken. Diese habt ihr am Anfang bei der Installation festgelegt. Dort habt ihr bestimmt, welche Symbole E-Plan alle mit herunterladen soll bzw. welche ihr dann in euren Projekten verwendet. Solltet ihr bei dieser Auflistung nicht alle Symbole finden, die ihr benötigt, dann könnt ihr diese in euren Projekteinstellungen einfach hinzufügen. Ich gehe hier mal auf IEC-Symbol, gehe dann als nächstes in die Elektrotechnik, wähle mir hier dann eine Spule oder einen Spulenkontakt. In unserem Fall wähle ich ganz einfach eine Leistungsspule. Diese platziere ich dann auf meiner Schaltplanseite. Als nächstes öffnet sich der Eigenschaftendialog für unser Betriebsmittel, das wir gerade platziert haben. Und hier seht ihr, dass E-Plan standardmäßig Q1 vergibt, wo wir das Ganze einstellen, damit wir eventuell einen Seitenzähler hinzufügen oder hier hinten die Spalte ergänzen. Das zeige ich euch später. Ich bestätige den Dialog einmal mit OK und wir lassen E-Plan das Bauteil platzieren. Ich platziere noch eine zweite Spule direkt daneben. Als nächstes klicken wir hier wieder auf den Home-Button und wählen dann Geräte aus. Hier ziehe ich mir dann eine SPS von Bernecker und Rainer in meinen Schaltplan. Auch hier sage ich wieder Nummerieren. Und wie ihr schon seht, ist hier ein Nummerierungsschema hinterlegt. Der Weg, den ich euch jetzt für das Einfügen von Symbolen und von Geräten gezeigt habe, ist der Weg, den es seit der Version 2022 in E-Plan gibt. Jetzt zeige ich allen, die zwar mit der neuen Version arbeiten, aber das Ganze vielleicht anders machen wollen, noch einen Weg, wie das Ganze früher ausgesehen hat. Und zwar gibt es hierzu noch 3 Befehle, die aktuell unter Kompatibilität geführt werden. Das heißt, sie sind nach wie vor vorhanden, haben aber diesen Vermerk bekommen, was so viel bedeutet wie E-Plan wird diese in den nächsten Versionen vermutlich irgendwann einmal herausnehmen. Aber aktuell sind sie noch verfügbar und deswegen zeige ich sie euch. Dazu
tippe ich einfach mal einfügen in die Suchleiste ein. Und hier gibt es dann Symbol einfügen, Kompatibilität, Makro einfügen, Kompatibilität und Gerät einfügen, Kompatibilität. Wenn wir hier nun auf Symbol einfügen klicken, öffnet ePlan die Symbolauswahl. Für alle, die nur mit den neuen Versionen arbeiten, so hat das Ganze früher immer ausgesehen, wenn wir ein Symbol einfügen wollten. Hier könnte ich genauso wieder unter IEC Symbole, Elektrotechnik, Spule und Kontakte hier wieder meine Spule holen. Wenn ich jetzt auf OK klicke, kann ich diese wieder im Plan platzieren. Das Ganze geht natürlich auch mit Einfügen Gerät. Hier haben wir dann wieder genau dasselbe. Ich habe hier unter Elektrotechnik Einzelteile, SBSen und im allgemeinen Bereich die Bernecker und Reiner SBS. Und diese kann ich dann mit einem Klick auf OK wieder in meinen Stromlaufplan einfügen. Für alle, die das Ganze, so wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, nach wie vor machen, liegt es wahrscheinlich unter anderem daran, dass man in der grafischen Vorschau um einiges mehr sieht. Das Einfügezentrum ist super praktisch, wenn man neu damit eingestiegen ist und man das alte nicht kannte. Wenn man aber die alte Welt zu lieben und zu schätzen kennengelernt hat, dann fällt einem sofort auf, dass man hier zwar ein Bild bei der grafischen Vorschau bekommt, das bei dem Artikel hinterlegt ist, aber man sieht leider, auch wenn man hier unter Grafikmakro oder Makro dann das jeweilige markiert, keine Vorschau. Im Vergleich dazu gehe ich jetzt noch einmal in das Einfügen Gerät und stelle mich hier dann in den Eigenschaften auf das jeweilige Makro. Und wenn ich nämlich dann hier auf den Ordner klicke, sehe ich in der grafischen Vorschau bereits, welche Ausführungen des Makros ich hier dann einfügen kann. Das wäre ein großer Wunsch an meiner Stelle hier an ePlan, dass das auch in den zukünftigen Versionen im Einfügezentrum genau so möglich wird. So, jetzt kennt ihr die Wege, wie man Symbole oder Geräte einfügen kann. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wo bekomme ich die ganzen Daten her, wenn ich eventuell gerade erst angefangen habe mit ePlan zu arbeiten und noch nicht weiß, wie ich mir das Ganze selbst erstelle, beziehungsweise muss ich mir ja gar nicht alles selbst erstellen, denn für viele Sachen gibt es ja bereits Makros oder fertige Artikel, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und da kommt das ePlan Data Portal zum Einsatz. Im ePlan Data Portal findet ihr eine Vielzahl an Artikel, die uns von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden. Wichtig dazu ist zu sagen, hier gibt es natürlich die ein oder andere Firma, die das Ganze sehr genau und sehr gewissenhaft macht und die wirklich Top-Makros in einer Top-Qualität mit den ganzen Einkaufsdaten beim Artikel hinterlegen. Es gibt aber leider auch nach wie vor noch die ein oder anderen Artikel, die im Data-Portal herumschwirren, die noch ein bisschen Überholungsbedarf aufweisen. An dieser Stelle gerne ein Aufruf an alle Firmen, die ihre Daten im Data-Portal zur Verfügung stellen wollen. Wir können uns das gerne einmal gemeinsam ansehen, wie die Artikel bei euch als Makro aussehen sollten und welche Felder am besten befüllt werden. Denn ePlan hat sich dann zum Glück in den letzten Jahren etwas einfallen lassen, und zwar den ePlan Data Standard. Hier wurde dann ein Mindestmaß an Informationen vorgegeben, das jeder Artikel aufweisen muss, damit er diesen Standard erfüllt. Einziges Manko an dem Ganzen ist leider noch, dass trotzdem auch Fehler bei den Artikeln drinnen sein können. Denn es wird zwar natürlich überprüft, ob diese Felder, die vorher definiert wurden, befüllt sind, aber es kann natürlich nach wie vor noch so sein, dass der ein oder andere Hersteller, der das Ganze vielleicht nicht so genau nimmt,
den ein oder anderen Zahlendreher drinnen hat. Aber grundsätzlich ist der ePlan Data Standard schon einmal ein sehr guter Marker dafür, wie gut oder hochwertig die Artikeldaten dann auch sind, die ihr bekommen werdet, wenn ihr das Ganze downloadet. Also eine klare Empfehlung meiner Seite: Sucht zuerst immer im Data-Portal, ob ihr den Artikel findet. Wenn ihr den Artikel gefunden habt, dann ladet ihn herunter und fügt ihn einmal in ein Testprojekt ein und schaut euch die Daten an, ob sie in dieser Qualität geliefert werden, die ihr für eure Schaltpläne benötigt. Wenn nicht, könnt ihr ja jederzeit nacharbeiten. Das Ganze dann bei euch direkt anzupassen, ist natürlich immer trotzdem weniger Arbeit, als würdet ihr alle Einkaufsinformationen plus die ganzen Makros selbst erstellen. Also, damit ihr euch viel Zeit sparen könnt, schaut auf jeden Fall im Data-Portal jedes Mal, wenn ihr einen neuen Artikel braucht, ob ihr hier einen passenden findet. Und oft haben ja andere Hersteller eventuell schon einen passenden Artikel erstellt. Besonders wenn es um vorkonfektionierte Kabel geht, gibt es da eine Vielzahl von Herstellern, wo ihr eventuell ein Makro bereits herunterladen könnt, wo ihr dann nur noch die Einkaufsdaten anpassen müsst. Jetzt zeige ich euch aber noch, wie ganz am Anfang versprochen, wie ihr dieses Nummerierungsschema anpassen könnt, damit es genau für euch und euren Einsatzbereich passt. Dazu gehen wir oben links auf Datei, gehen dann auf Einstellungen und dann findet ihr unter Projekte, dem jeweiligen Projekt, das ihr bearbeiten wollt, und unter Betriebsmittel die Online-Nummerierung. Hier habt ihr dann zwei verschiedene Möglichkeiten. Hier gibt es einmal das Einfügen von Symbolen und dann gibt es noch das Einfügen von Makros. Einfügen von Symbolen ist immer auf so Einzelsymbole, wie wir es zuerst mit der Spule gemacht haben, eingestellt, beziehungsweise auf Klemmen oder sonstige kleinere Teile. Bei Einfügen von Makros ist das Ganze so, dass ihr hier wirklich immer, wenn ihr ein Makro einfügt, oder auch wenn ihr Geräte einfügt, dieses Schema verwendet. Somit gehen wir jetzt zuerst einmal her und passen uns unser Nummerierungsformat für Symbole an. Dazu klicken wir auf den 3-Punkte-Button und es öffnet sich das Nummerierungsformate-Dialogfenster. Und wichtig an dieser Stelle wieder das Ganze kopieren und nicht einfach direkt überschreiben, beziehungsweise einfach ein neues anlegen. Denn wenn ihr einfach drauf losarbeitet und jetzt hier wild umstellt, dann kommt ihr leider nicht mehr so schnell zu eurem Standard zurück. Dann müsstet ihr eventuell bei einem Kollegen, der das Ganze noch nicht verschlimmbessert hat, einen Export der Standardfunktion machen und diese bei euch dann wieder importieren bzw. das Ganze neu aufsetzen. Deshalb immer darauf achten, wenn ihr mit Standards mitgelieferten Daten arbeitet, macht euch eine Kopie, die ihr umbenennt, oder macht euch generell von Grund auf eine neue Version davon. In diesem Fall gehe ich einfach mal auf Kopieren und dann nennen wir das Ganze Kennbuchstabe plus Spalte plus Zähler. Und dann gehen wir her und bearbeiten das allgemeine Betriebsmittel. Denn wie wir zuerst beim Einfügen gesehen haben, ist die Spule nichts anderes als ein allgemeines Betriebsmittel. Und hier sehen wir schon, ePlan hat standardmäßig den Kennbuchstaben und den Zähler eingestellt. Somit wird hier Q3 angezeigt. Ich möchte aber noch die Spalte hinzufügen und deswegen wähle ich mir hier links die Spalte aus, schiebe diese rüber und ich sage beim Mindestzahlenstellenwert 0. Zur Erklärung, warum 0, würde ich hier 1 oder 2 eingeben, dann wäre es zum Beispiel so, dass wenn wir in Spalte 1 sind,
wir dann den Marker 01 erhalten. Ich sage aber, mindestens brauchen wir 0, dann wird einfach immer die Spaltennummer genommen und genauso hingeschrieben, wie die Spalte auch heißt. Und jetzt haben wir genau diese Reihenfolge. Wir haben Kennbuchstabe, Spalte und dann Zähler. Ich klicke auf OK und dann noch einmal auf OK. Und hier beim Makro oder beim Geräte einfügen möchte ich mir ein Schema erstellen, das Seitenzahl, Kennbuchstabe und Zähler heißt. Standardmäßig ist das hier jetzt noch nicht in der Vorlage drin. Aber Kennbuchstabe und Zähler kommt da schon ziemlich nahe dran und deswegen kopieren wir uns das Ganze wieder. Ich schreibe dann noch Seitenzahl davor und das Ganze ergänzen wir hier unten auch noch. Und da wir zum Test hier die SPS verwendet haben, mache ich das Ganze jetzt in diesem Beispiel auch für die SPS. Jetzt haben wir Seite, Kennbuchstabe und Zähler. Und wenn wir nun hergehen und unsere SPS-Karte erneut hereinziehen, sehen wir schon, beim Nummerierungsformat ist Seitenzahl plus Kennbuchstabe plus Zähler. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, sehen wir genau, wir sind hier auf Seite 2, bekommen dann unseren Kennbuchstaben und den Zähler dazu. Das Ganze ist besonders dann richtig cool, wenn ihr Funktionen habt, die sich über mehrere Seiten erstrecken. Dann könnt ihr nämlich immer ganz gezielt auf eine Teilseite einer Funktion verweisen, auf der dieses Betriebsmittel dann gefunden wird. Jetzt fügen wir noch schnell bei den Symbolen wieder eine Spule ein, damit wir sehen, dass das Ganze auch hier funktioniert hat. Und wie wir sehen, steht hier, da wir ja gesagt haben, Kennbuchstabe, Spalte und Zähler Q11. Hier steht dann natürlich Q21. Und wenn ich jetzt aber hier in dieser Spalte 2 noch einmal eine Spule absetze, ist das Ganze Q22. Und so könnt ihr das Ganze anpassen, wie es für euch und eure Anwendungen am besten passt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video zeigen, wie einfach es ist, Symbole einzufügen, Geräte einzufügen, wo ihr Geräte oder Symbole bzw. komplette Artikel am besten findet, nämlich über das ePlan Data Portal, und dass es ganz einfach ist, das Nummerierungsschema so umzustellen, dass es für eure Anwendungen genau passt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns im nächsten Video.